Nordkorea. Ein kleines Land und sein Machthaber halten die Welt in Atem. Nordkorea provoziert die Welt mit einem neuen Raketensystem. Jong-un hat den USA mit einem Angriff auf das Festland bedroht. Eine neue Rakete bedroht die Vereinigten Staaten. Die Drohgebärden scheinen willkürlich und irrational. They will be met with fire, fury and frankly power, the likes of which this world has never seen before. Warum geht Kim Jong-un so aggressiv gegen Amerika vor? Der Anti-Amerikanismus ist nicht etwa Beiwerk, sondern gehört zum Wesenscharakter dieses Staates. Ein Land vereint im Hass gegen die Yankees. Aber Kim kann auch anders, will plötzlich verhandeln. Alles nur Show? Er spricht nicht nur sozusagen von Entspannung, sondern auf der anderen Seite hat er gleichzeitig eine Drohung parat. Wie gefährlich ist Nordkoreas Machthaber? Von innen terrorisiert Kim Jong-un weiter seine Bevölkerung. In Straflagern. Mit Folter. Die Methoden wirken wie aus einer Anleitung der Inquisition. Das Volk lässt das alles über sich ergehen. Feiert seinen Führer. Warum hilft es ihm, das Regime vor dem Zusammenbruch zu schützen? Nordkoreanische Repräsentanten tun alles, um Geld für das Regime zu verdienen. Der Kim-Clan hat ein einzigartiges System des Machterhalts geschaffen. Was hält das Regime zusammen? Die Propaganda erzählte uns, Nordkorea sei das Paradies und Menschen in Amerika und den anderen Ländern würden auf der Straße sterben. Für mich klang das wie die Hölle und deshalb war ich so glücklich, dass ich in Nordkorea geboren wurde. Kim Jong-un, der geheimnisvolle, allgegenwärtige Machthaber von Nordkorea. Auf ihn schaut gerade die ganze Welt. Rocket Man is on a suicide mission for himself. Wer ist dieser Mann? Wie tickt Kim Jong-un? Wenn Leute über den nordkoreanischen Führer sprechen, kommt als erste Beschreibung oft irrational. Wenn man eine Bombe hat, muss man ja so verrückt erscheinen, dass es theoretisch möglich sein würde, dass man sie einsetzt. Ansonsten braucht man die Bombe nicht. Also alles kalkulierte Provokation? Kim Jong-un ist ein Rätsel. Nur wenig ist über ihn bekannt. Er ging wahrscheinlich in der Schweiz zur Schule. Er liebt Basketball. Und schöne Frauen. Schon sein Großvater soll eine Vergnügungsbrigade gegründet haben, die Kim Jong-un nun weiterführt. Yeon-seo Lee wächst in Nordkorea auf und kennt deshalb die Auswahlverfahren. Jedes Jahr wurden überall im Land die schönsten Mädchen aus den Schulen rekrutiert, um unserem geliebten Führer zu dienen. Die Mädchen mussten sich komplett ausziehen. Dann haben die Regierungsbeamten sie wie Tiere untersucht. Sie haben zum Beispiel nachgesehen, ob sie noch jungfräulich sind. Die Mädchen dachten natürlich nur, ich bin sehr stolz, unter den Auserwählten zu sein. Sie wussten nicht, dass sie zum Teil als sexuelle Sklaven für den Diktator und seine Regierungsbeamte dienen müssen. Über 2000 dieser Frauen und Mädchen gehören dieser Brigade an. Eine davon, Kim Jong-uns jetzige Frau. Eine andere, seine Mutter. Kim Jong-un kam praktisch über Nacht an die Macht. Und anders als sein Vater Kim Jong-il hatte er nicht viel Zeit, sich auf seine Position vorzubereiten. Er war zu jung und hatte noch gar nicht den Rang oder den sozialen Status für den Job erreicht. Rückblick. Dezember 2011. Ganz Nordkorea trauert. Kim Jong-il, der geliebte Führer des Landes, ist unerwartet verstorben. Sein Nachfolger eine Überraschung. Der jüngste Sohn Kim Jong-un, damals wahrscheinlich gerade 28 Jahre alt.
Seine ersten Auftritte wirken noch unsicher. 명령한 조선인민군 육해공군 및 전략로켓군 장병들과 조선인민내무군 장병들. Schnell sichert Kim Jong-un seine Macht nach innen ab. Zu Beginn können wir beobachten, dass ein Großteil seiner Handlungen dazu dient, seine Autorität zu etablieren und seine Macht zu stabilisieren. Zum Beispiel durch eine politische Säuberungswelle und viele Exekutionen. Generäle und ranghohe Parteimitglieder verschwinden spurlos. Seinen Onkel und langen Weggefährten seines Vaters lässt er öffentlich festnehmen und anschließend erschießen. Bald ist er der unumstrittene Führer Nordkoreas. Kim Jong-un ist eine allmächtige Person in Nordkorea und praktisch unantastbar. Nach innen unantastbar wird seine Politik nach außen immer aggressiver. Offen fordert er die USA heraus. Nur warum macht er das? Verfolgt Kim Jong-un eine Strategie? Korea ist ein willkürlich geteiltes Land. Nach dem Zweiten Weltkrieg zogen die Siegermächte USA und Sowjetunion entlang des 38. Breitengrades eine neue Grenze, die Nord von Süd trennt. Ein für die Koreaner unerträglicher Zustand. 1950 entfacht Kim Il-sung mit der Unterstützung von China und der Sowjetunion den Koreakrieg. Im festen Glauben, die Südkoreaner würden nach wenigen Tagen überlaufen. Doch die Amerikaner sind nicht bereit, den Süden Koreas den Kommunisten zu überlassen und überziehen Korea mit einem einzigartigen Flächenbombardement, werfen mehr Napalm ab als in Vietnam. 1953 endet der Koreakrieg. Und die Amerikaner lassen ein völlig zerstörtes Land zurück. Es hat ein Bild produziert, dass die Amerikaner keinerlei Rücksicht nehmen auf die Zivilbevölkerung. Und das ist relativ einfach gemacht, eine Erinnerungspolitik zu konstruieren, dass nämlich der Feind die USA sind und dass sie für alles andere verantwortlich sind. Noch immer sind 38.000 US-Soldaten in Südkorea stationiert. Für Kim Jong-un steht Südkorea immer noch unter der Besatzung von US-Truppen. Die USA sind mehr als nur der Erzfeind. Sie verhindern durch ihre Präsenz auch das, was Kim Jong-uns Großvater bei der Staatsgründung in die Verfassung schreiben ließ. Die Koreaner sind ein Volk. Die Wiedervereinigung ist das höchste Ziel. Die Wiedervereinigung ist von allergrößtem Interesse für das Regime. Sie wollen Korea vereinigen, und zwar zu ihren Bedingungen. Der junge Machthaber versucht, auch die Bevölkerung in Südkorea zu beeinflussen und verbreitet bewusst Bilder der Harmonie. Es zeigt eben, dass er diesen Spagat zwischen Entspannungssignalen, auch jetzt wieder Olympia, und gleichzeitig Drohung durchaus beherrscht. Die Entsendung nordkoreanischer Sportler für ein gemeinsames koreanisches Olympiateam bei den Winterspielen 2018 nicht unbedingt ein Zeichen der Öffnung. Seit Jahrzehnten pflegt das Regime eine Politik zwischen Locken und Drohen. Alle Provokationen und Friedensangebote des jungen Diktators folgen dem einen großen Ziel, der Wiedervereinigung Koreas, unter seiner Führung. Die ganze Welt fragt sich, wie gefährlich ist Kim Jong-uns Atomprogramm? Warum opfert er die wirtschaftliche Entwicklung seines Landes für das milliardenschwere Projekt? September 2017. Mit großem Pomp veröffentlichen nordkoreanische Staatsmedien diese Bilder. Sie zeigen Kim Jong-un angeblich mit einer Wasserstoffbombe. Eine Weiterentwicklung der Atombombe mit noch größerem Vernichtungspotenzial. Götz Neuneck vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik ist Spezialist für Nuklearwaffen. Er versucht zu erklären, was das Regime da präsentiert.
Verblüffend ist, dass Nordkorea das einzige Land ist bisher, das überhaupt eine Wasserstoffbombe zeigt. Es gibt bis heute keine verlässlichen und realen Fotos oder von Design von Wasserstoffbomben. Aber in der Tat ist es verblüffend, natürlich auch hier nicht die Eingeweide der Wasserstoffbombe zu sehen, sondern lediglich die Außenhülle. Wissenschaftler sind skeptisch. Das Regime feiert sich. Wie fähig sind Nordkoreas Bombenbauer wirklich? Die Erschütterungen des Bombentests im September 2017 lassen sich sogar in Deutschland messen. Die Sprengkraft wird auf etwa 200 Kilotonnen geschätzt. Das ist enorm, wenn man bedenkt, dass die Hiroshima-Bombe mit 50 Kilotonnen eine kleine Atomwaffe war. Aber das hat eine ganze Stadt zerstört. Man kann angesichts der Tests eindeutig davon ausgehen, dass Nordkorea in der Lage ist, einen Atomsprengkörper unterirdisch zu zünden und dass man auch Produktionskapazitäten hat, um weiteres Material für Bomben herzustellen. Das Nuklearprogramm beginnt schon in den 50er Jahren unter Staatsgründer Kim Il-sung. Der erste Versuchsreaktor in Yongbyon wird mit sowjetischer Hilfe gebaut. Sein Sohn Kim Jong-il macht das Programm zu seinem wichtigsten Projekt. Und schon 1992 verfügt das Regime laut CIA über 2 kleine Atombomben. Aber woher hat das Land die Pläne? Also es gibt Quellen, die ganz klar gesagt haben, dass die Pläne für Nuklearwaffen aus Pakistan stammen. Es gibt das Beschaffungsnetzwerk von HQ Khan, der ja entwickelt also kleinere Bomben und gibt dann die Pläne tatsächlich weiter. Abdul Qadir Khan gilt als Vater des pakistanischen Atomprogramms. Seine Regierung leugnet jede Beteiligung an dem Deal. Ex-US-Präsident Jimmy Carter gelingt es während der Amtszeit von Bill Clinton fast, das Atomprogramm Nordkoreas durch Verhandlungen zu stoppen. Doch dann erschüttert ein Ereignis die gesamte westliche Welt. Und der Präsident der Vereinigten Staaten warnt vor einer neuen Bedrohung durch den Iran, den Irak und Nordkorea. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Aus der Ferne beobachtet Pyongyang das Ende Saddam Husseins im Irak. Und in Libyen das Schicksal Gaddafis, der sein Atomprogramm aufgegeben hatte. Seit diesen Erfahrungen glaubt das Kim-Regime, nur mit der Atombombe wirklich sicher zu sein. Die Atombombe als Lebensversicherung für das Regime. Aber Kim Jong-un gibt sich nicht mit dem kleinen nuklearen Arsenal zufrieden, das er von seinem Vater geerbt hat. Er will mehr. Unter seiner Führung werden die Raketentests im Vergleich zu seinem Vater und Großvater dramatisch gesteigert. Nordkorea demonstriert aus dem Nichts heraus eine große Vielfalt unterschiedlicher Raketentypen. Wie ist das möglich? Und das deutet eben nicht auf ein homogenes Programm hin, wo man selbst Technologien entwickelt, sondern dass man hier einzelne Systeme gekauft hat. Die im November 2017 getestete Langstreckenrakete könnte die USA für einen Nuklearschlag erreichen, wenn es den nordkoreanischen Ingenieuren gelingt, die Atomsprengköpfe zu verkleinern. Das scheint nur eine Frage der Zeit. Doch woher kommt die Unterstützung für ein solch aufgerüstetes Nordkorea? Bei den Raketen sieht man kyrillische Buchstaben teilweise. Man sieht auch chinesische Zeichen auf den Videoanalysen. Und die politische Frage ist, geschieht das sozusagen mit der Unterstützung und mit dem politischen Kalkül von China und von Russland? Eine Frage, die sich zum heutigen Zeitpunkt nicht seriös beantworten lässt. Beide Länder haben mindestens toleriert, dass der kleine Nachbar in den Besitz von Atomwaffen kommt. China hat kein Interesse daran, Nordkorea sich auflösen zu lassen, weil dann amerikanische Truppen direkt an der chinesischen Grenze stehen würden. Und für Russland unter Putin in diesem Fall jetzt wäre es ähnlich. Die würden dann an der Grenze zu Russland stehen. China und Russland möchten den gemeinsamen Erzfeind USA auf Distanz halten. Nordkorea dient als Pufferstaat zwischen mächtigen Nachbarn, die einander nicht über den Weg trauen. Doch Donald Trump
kümmern diese geostrategischen Spielchen nicht. They will be met with fire, fury and frankly power, the likes of which this world has never seen before. Dass Trump dann so aggressiv auf Nordkorea reagiert, hat Nordkorea sehr überrascht. Und deshalb hat sich die Krise auch so hochgeschaukelt. Wer hat im atomaren Machtpoker die besseren Karten? Die nordkoreanische Führung hat wahrscheinlich erreicht, was sie wollte. Für anstehende Verhandlungen hat sie ihre Position entscheidend verbessert. Dank der Bombe. Das Militär zuerst. So lautet das Prinzip, dem der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un alles unterordnen lässt. Eine Doktrin, die sein Vater Kim Jong-il in den 90er Jahren eingeführt hat. Wie steht es um die Kampfkraft der Männer und Frauen? Etwa 1,2 Millionen aktive Soldaten soll die nordkoreanische Armee haben. Das macht sie hinter China, den USA, Indien und Russland zur 5. größten Armee der Welt. Damit kommen in Nordkorea 25 Zivilisten auf einen Soldaten. In den USA sind es 230. Schon in der Schule bekamen wir eine Art Schuljungen-Militärtraining. 2 Tage vor dem Ende hatten wir dann einen Schießtest, der benotet wurde. Das Zeugnis soll man sein ganzes Leben lang aufbewahren. Schon die Kleinsten im Land werden auf den Kampf gegen den Erzfeind vorbereitet. Die Regierung sagte, dass uns die Amerikaner mit Atombomben angreifen wollen und wir uns deshalb so tief wie möglich unter der Erde verstecken müssen. Also fiel der Schulunterricht für viele Tage aus, nur damit wir tiefe Löcher in den Boden graben konnten. Seit 70 Jahren halten die Machthaber das Land in einem konstanten Kriegszustand. Die Verdunklungsübungen für Luftangriffe, Fluchtübungen, das ist alles ziemlich normal. Das passiert einmal oder zweimal im Monat. Die nordkoreanische Gesellschaft ist total militarisiert und jeder erwachsene Nordkoreaner hat eine khakifarbene Uniform zu Hause. Jeder. Männer müssen für 10 Jahre in den Dienst an der Waffe, Frauen für 2. Insgesamt etwa 5 Millionen Nordkoreaner, das ist ein Viertel der Bevölkerung, sind Reservisten. Nun hat Nordkorea ja immer schon eines der größten Militärs der Welt gehabt. Allerdings sind von den über 1 Million Soldaten, die formell als Soldaten geführt werden, sehr, sehr viele Bauern in Uniform oder auch Häuserbauer in Uniform. Alles wird gebaut von Soldaten, die für ganz geringen Lohn auch riesige neue Wohnblocks in Pjöngjang hochgezogen haben. Das Propagandafernsehen zeigt diese Bilder gern. Die Armee im selbstlosen Einsatz für die Bevölkerung. Doch so selbstlos, wie das nach außen wirken soll, ist das nicht. Das Militär ist in viele Aktivitäten involviert, weil die staatliche Wirtschaft kollabiert ist. Die Regierung kann den Soldaten nicht genug Gehalt bezahlen und sie ernähren. Und deshalb gehen das Militär und Soldaten immer mehr eigenen Geschäften nach, um sich selbst zu finanzieren. Die desolate Versorgungslage macht die offizielle Militär-zuerst-Doktrin hinfällig. Das Militär eröffnet Restaurants in China, um Geld zu machen. Sie weiten ihre Aktivitäten ständig aus. Zuletzt hat Kim Jong-un dem Militär sogar die Leitung der Fischereiindustrie übertragen. Was die Armee der Millionen im militärischen Ernstfall leisten kann, lässt sich kaum beantworten. Für den Machterhalt aber ist das Militär und die militarisierte Gesellschaft eine wichtige Säule.
die harte Arbeit und auch der permanente Kriegszustand, in dem man sich befindet. Also Übungen, Luftschutzübungen, die ein Dauerzustand sind, der sicherlich auch dazu dient, die Bevölkerung zu kontrollieren. Nordkoreas Atomprogramm kostet Milliarden. Wie das Regime das Programm finanziert, ist nicht ganz klar. Seit 2006 legen immer schärfere internationale Sanktionen den Außenhandel Nordkoreas lahm. Woher also kommt das Geld? Die Handelsdaten beweisen, dass Nordkorea seinen Warenimport von seiner schlimmsten Zeit im Jahr 1998 bis 2016 mindestens verfünffacht hat. 2016 hat das Land für geschätzte 6,5 Milliarden US-Dollar Handel betrieben, trotz Sanktionen. 90% dieses Handels laufen über China, ein großer Teil davon über die Brücke der Freundschaft in Dangdong. Nordkorea ist damit ökonomisch komplett von seinem großen Nachbarn abhängig. Schon in den 70er Jahren ließ Kims Großvater Kim Il-sung das sogenannte Office 39 gründen. Seine Aufgabe? Frisches Geld aus dem Ausland zu beschaffen, weil die eigene Währung praktisch wertlos ist. Kim Kwan-jin arbeitet lange für die Kims, bevor er 2003 mit seiner Familie nach Südkorea flieht. Er gibt uns Einblicke in ein komplexes System illegaler Geschäftspraktiken. Mein Job war es, meinen Vorgesetzten in Pyongyang lukrative Kontakte mit internationalen Banken und Versicherungen zu vermitteln. Für mein Gehalt musste ich selber aufkommen. Das ist so üblich. Um meine Kosten zu decken, habe ich ein koreanisches Restaurant in Singapur eröffnet. Kim Kwan-jins wichtigste Aufgabe, von Singapur aus Devisen nach Nordkorea zu schaffen. Dazu fädelt er Geschäfte mit internationalen Rückversicherungen ein. Wir haben immer sorgfältig geplant, wo wir rückversichern, wann wir Ansprüche geltend machen und wie wir Berichte und Papiere fälschen. Ausländische Rückversicherungen müssen angeblich entstandene Schadenssummen an nordkoreanische Versicherungen zahlen. Wenig überraschend, alle Versicherungen sind in staatlicher Hand. Und dieses Geld geht direkt an Kim Jong-un. Auf diese Art macht seine Regierung übrigens eine Menge ausländisches Geld. Bei uns heißt das, in der Luft fliegende Dollar zu fangen. Sowas in der Art. Das ist ein sehr guter Ausdruck dafür. Millionen US-Dollar fließen direkt in die Privatkasse des Diktators. Der braucht viel Cash, um sich die Regimetreue der Elite in Pyongyang zu erkaufen. Mit teuren Autos und anderen Luxusartikeln. Nordkoreanische Repräsentanten tun, was auch immer sie können, um Geld für das Regime zu verdienen. Viele Diplomaten sind in den illegalen Verkauf von Alkohol und Zigaretten verwickelt. Das ist eine sehr gute Geldquelle. Das Land unterhält weltweit etwa 40 Botschaften. Auch die müssen sich selbst tragen und zusätzlich Devisen nach Pyongyang schicken. Dabei scheint jedes Mittel recht. Es gibt auch viele Botschaftsangehörige, die versuchen, in Waffengeschäfte einzusteigen, mit Afrika oder dem Mittleren Osten. Die nordkoreanische Botschaft in Berlin betreibt jahrelang illegal ein Kongresszentrum und ein Hostel auf dem Botschaftsgelände. Monatliche Mieteinkünfte allein für das Hostel etwa 40.000 €. Vorbei an der deutschen Steuer. Und auch in illegale Waffengeschäfte sollen Botschaftsangehörige involviert sein. Und auch Teile der normalen Bevölkerung können dem Staat bei der Devisenbeschaffung helfen. Wer regimetreu ist, darf sich als Leiharbeiter bewerben. Die Leute stehen für diese Jobs Schlange, auch wenn sie ausgebeutet werden, weil das Leben in Nordkorea einfach viel schlimmer ist als ihr Leben außerhalb Nordkoreas.
Etwa 120.000 Arbeitskräfte schickt Nordkorea vor allem nach China und Russland. Der Vertrag wird mit einer nordkoreanischen Arbeitsagentur geschlossen. Die gehört natürlich dem Staat. Dieses Geschäft ist vor allem dafür da, ausländisches Geld für die Regierung zu beschaffen und nicht für die Arbeiter. Die Regierung behält einfach den Löwenanteil. Bis zu 80% des Gehalts gehen an den Staat. Die verbleibenden 20% müssen zum Leben reichen. In China werden Arbeiter vor allem in der Textilbranche eingesetzt. In Russland findet man sie in der Forstwirtschaft und im Baugewerbe. In der Forstindustrie in Russland oder auf Baustellen im Mittleren Osten schuften Arbeiter 16 bis 18 Stunden unter extrem harten Bedingungen. Eine moderne Form der Sklaverei. Das Regime in Pjöngjang ist ständig auf der Suche nach neuen Einnahmequellen und ist in vielen Bereichen progressiver, als es ihm der Westen zutraut. Sandro Geiken forscht im Bereich der Cyberkriminalität. Nordkorea hat eigentlich sehr früh schon angefangen mit Hacken. Im Grunde genommen seit den späten 80ern munkelt man, befinden sich schon nordkoreanische Hacker in Ausbildung in China. Man macht relativ viele von diesen Erpressungsgeschichten, Ransomware, wo man Rechner verschlüsselt und das gegen Geld wieder freilässt. Dann gibt es auch verschiedene Versuche von Cybereinbrüchen bei Banken. Sicher scheint, dass nordkoreanische Cyberkrieger im Jahr 2014 81 Millionen $ von der Federal Reserve Bank in New York erbeuteten. Und trotzdem, Pjöngjang braucht schnell neue Ideen zur Geldbeschaffung. Oder eine Strategie, die Sanktionen gegen das eigene Land aufzubrechen. Der Alltag in Nordkorea ist von Propaganda geprägt. Das Regime hält ein totales Informationsmonopol, eine weitere wichtige Säule seiner Macht. Die Menschen haben keinen Zugang zu anderen Nachrichtenquellen. Es gibt kein freies Internet. Glauben die Nordkoreaner der Propaganda? Die Propaganda erzählte uns, Nordkorea sei das Paradies. Und Menschen in Amerika und in anderen Ländern würden auf der Straße sterben. Für mich klang das wie die Hölle. Und deshalb war ich so glücklich, dass ich in Nordkorea geboren wurde. Von ganzem Herzen habe ich die Lieder darüber gesungen, dass wir niemanden auf der Welt beneiden müssen. Wir haben geweint vor Glück. Ich war einfach nur glücklich. Die Propaganda bläut den Nordkoreanern ein, dass sie Teil eines ganz besonderen, unbefleckten Volkes sind. Uns wurde erzählt, wir hätten ein ganz besonders reines Blut. Sogar auf die Chinesen haben wir abschätzig heruntergeschaut. Wir dachten, wir sind besser als alle anderen Menschen. Kim Jong-un hat sich zur Aufgabe gemacht, dieses besondere Volk ganz persönlich zu schützen. Also lässt er sich als starker Führer und Feldherr inszenieren. Die Logik ist eine ganz einfache. Gerade weil die Koreaner so rein sind und moralisch und tugendhaft, brauchen sie einen einmaligen Führer, der die Stärke eines großen Vaters mit der Fürsorge einer großen Mutter vereint. Und das ist eben der Suryeong oder der Führer. Professor Brian Myers befasst sich seit vielen Jahren mit Nordkorea und seiner Propaganda. Sein Atem wärmt unsere Herzen, ob wir schlafen oder ob wir wachen. Von seiner himmelshohen Güte und Glauben angezogen, leben wir ihm folgend. Er ist unser Schicksal, der Genosse Kim Jong-un. Ohne ihn können wir nicht leben. Wie schon sein Großvater und Vater zeigt das nordkoreanische Fernsehen Kim Jong-un als großen Lenker und Denker. Er erklärt seinem Volk die Welt. Es gibt natürlich eine Art der Verherrlichung der Führungsfamilie, die uns sehr fremd erscheinen und die es oft einfacher machen, Nordkorea als eine Religionsgemeinschaft zu verstehen, als ein politisches System. Wo Kim Jong-un auftaucht, wird er gefeiert wie ein Messias.
Wo die Führer das Volk besucht haben, werden Denkmäler aufgestellt. Etwa 34.000 sollen es sein. Für westliche Betrachter ein vollkommen irrer Kult. Im Fernsehen sah ich jeden Tag, dass Ausländer aus ganz unterschiedlichen Ländern Nordkorea besuchen, Blumen an den Statuen unseres geliebten Führers ablegen und sich vor ihnen verbeugen. Ich dachte, unser Führer muss das größte menschliche Wesen auf der ganzen Welt sein. Wir konnten ja nicht wissen, dass die ausländischen Besucher dazu gezwungen werden, sich vor den Statuen unseres Führers zu verbeugen. Das hilft natürlich enorm bei der Gehirnwäsche. Sogar die wenigen Touristen im Land spielen, wenn auch unfreiwillig, ihre Rolle in der Propaganda-Inszenierung des Staates. 2 weitere Themen bestimmen die Meinungsbildung im Land. Am meisten beeindruckend ist die Kontinuität der Propaganda über die Jahre. Wirklich, es ist in den Hauptpunkten nicht viel anders, als es, sagen wir, Ende der 40er Jahre war. Die Halbinsel muss wieder vereinigt werden. Die Yankees müssen raus. Der Hass auf Amerika ist allgegenwärtig. Von Gemälden bis zu Schulbüchern. Amerikaner verkörpern das Böse, unmenschlich, grausam. Immer mit der Absicht, das nordkoreanische Volk zu vernichten. Der Anti-Amerikanismus ist nicht etwa Beiwerk, sondern gehört zum Wesenscharakter dieses Staates. Insofern wäre es unmöglich für die Nordkoreaner, einen Frieden mit den USA zu schließen. Denn in dem Augenblick, wo normale Beziehungen zu den USA etabliert werden, verliert Nordkorea jede Daseinsberechtigung. Ein äußeres Feindbild ist das, was Kims Propaganda braucht, was die Menschen im Land eint. Kann Kim Jong-un Interesse an einem dauerhaften Frieden haben? Gerne schickt Nordkorea solche Bilder um die Welt. Die ausgelassene Stimmung täuscht. Kim Jong-un kultiviert ein inneres Terrorregime, bei dem sich keiner sicher fühlen soll. Wie lebt es sich mit dieser ständigen Angst? Hyun Seo Lee flüchtet 1997 als Jugendliche aus Nordkorea. In ihrem Buch Schwarze Magnolie hat sie ihre Geschichte aufgeschrieben. In Nordkorea haben wir ein System, das jeder jeden kritisieren muss. Unsere Freunde, Nachbarn, Klassenkameraden, wen auch immer. Und wir sollen uns gegenseitig ausspionieren. Das Vertrauen zwischen Menschen wird von diesem System komplett zerstört. Das Regime kontrolliert jeden Aspekt des Lebens, terrorisiert die Bevölkerung von innen. Wer sich kritisch über die Führung äußert, muss mit drakonischen Strafen rechnen. Manchmal wachten wir morgens auf und stellten fest, dass eine ganze Familie aus ihrem Haus verschwunden war und niemand wusste, was mit ihnen passiert ist. Wird eine Person eines politischen Vergehens überführt, werden oft 3 Generationen der Familie mitbestraft. Der Grund, warum wir so viel Angst hatten, war, dass wir nicht wussten, wohin man sie verschleppt hatte und was an diesen Orten passiert. Das Einzige, was wir wussten, jeder, der in ein solches Lager verschleppt wird, kommt niemals wieder raus. Selbst die Toten behält man dort. Laut der Vereinten Nationen unterhält Nordkorea derzeit 4 Lager für politische Gefangene. Auf Kartendiensten im Internet sind sie gut sichtbar. In den Lagern gibt es keine Heizung im Winter und die Winter in Nordkorea sind sehr hart. Die hygienischen Bedingungen sind sehr schlecht und es gibt nicht genug Essen. Theodora Gyobczanova dokumentiert für ihre Organisation NKDB Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea. Ehemalige Häftlinge haben berichtet, dass sie versucht haben, Käfer oder Ratten zu fangen oder irgendetwas, das essbar sein könnte. Es ist wirklich jenseits jeder Vorstellungskraft. Es gibt keine Bilder von den Lagern.
Ein Gefangener, dem nach 7 Jahren Haft die Flucht gelang, hat seine Erinnerungen daran in diesen Skizzen festgehalten. Wenn sich jemand bei der Arbeit verletzt, bekommt er nicht die nötige Versorgung. Und Gefangene, die sich schwerer verletzen, werden einfach zum Sterben liegen gelassen. In den Lagern gehören körperliche und psychologische Folter zur Tagesordnung. Gefangene werden mit Holz- oder Metallstangen geschlagen. Dann gibt es verfeinerte Foltermethoden wie das Fixieren in schmerzhaften Positionen. Menschen werden mit Elektroschocks gefoltert. Die Methoden wirken wie aus einer Anleitung der Inquisition. Das Regime leugnet die Existenz der Lager bis heute. Der innere Terror im Land findet nicht immer im Verborgenen statt. Yeonsi Oli ist 7 Jahre alt, als sie Zeugin einer öffentlichen Hinrichtung wird. Da war der Mann, der mit einem Strick um seinen Hals unter einer Brücke hing. Ich hatte solche Angst. Ich habe den ganzen Prozess des Sterbens miterlebt. In den Gesichtern der anderen Leute konnte ich Angst und Entsetzen lesen. Niemand hat ein Wort gesagt. In Nordkorea gibt es eine Anwesenheitspflicht bei öffentlichen Hinrichtungen, sogar für Schüler, auch Kinder. Wir mussten den Schulunterricht ausfallen lassen, um uns öffentliche Hinrichtungen anzusehen. Nur selten gelangen Videos wie dieses ins Netz. Eine Menschenmenge versammelt sich, um einer Hinrichtung beizuwohnen. Auch Kinder sind anwesend. Während dieser Hinrichtungen gibt es eine grausame Regel. In der ersten Reihe von öffentlichen Hinrichtungen müssen die Familienmitglieder stehen und regungslos zuschauen. Jeder Nordkoreaner weiß, welche Strafe ihn bei Ungehorsam dem Regime gegenüber erwartet. Hat sich unter Kim Jong-un etwas verändert? In den letzten Jahren konnten wir einen leichten Rückgang bei öffentlichen Hinrichtungen beobachten. Aber wir haben Gründe anzunehmen, dass dafür die Zahl geheimer Hinrichtungen etwa in gleichem Maß angestiegen ist. Kim Jong-un möchte der internationalen Gemeinschaft so wenig Angriffsfläche wie möglich bieten. Grausame Menschenrechtsverletzungen sind trotzdem an der Tagesordnung. Nordkorea ist das isolierteste Land der Welt. Von außen ein riesiges Gefängnis. Von innen sieht man sich permanent bedroht. Auf diesem Gefühl der Bedrohung basiert die Ideologie, die Kim Il-sung in den 70er Jahren entwickelt hat und die das Land noch immer zusammenhält. Die Staatsideologie ist, wir müssen vor allen Dingen dafür sorgen, dass wir autark sind. Militärisch autark, politisch autark, wirtschaftlich autark. Und dann kann uns keiner was. Diese Haltung hat Nordkorea zu einem Einsiedlerkönigreich gemacht. Denn Autarkie bedeutet für das Regime eben auch kein gesellschaftlicher oder politischer Einfluss von außen, kein freies Internet. Was ist die Rechtfertigung für diese Isolation? Die Nordkoreaner sind eigentlich stolz über diese Isolation. Und wenn ich mit nordkoreanischen Kadern rede, die freuen sich eigentlich, dass es nicht so einfach ist, in Nordkorea reinzukommen. Die schauen natürlich auf Europa und auf den Terrorismus im Westen und sind dann umso zuversichtlicher, dass die das richtig machen. Wirtschaftliche und finanzielle Hilfe nimmt Nordkorea aber gerne an. Das Land ist zu keinem Zeitpunkt seiner Geschichte wirklich selbstständig. Die Ackerflächen reichen nicht, das eigene Volk zu versorgen. Es ist ja interessant zu sehen, dass die Isolation sich von Anfang an nicht komplett durchhalten ließ, sondern immer wieder musste Nordkorea auf bestimmte andere Staaten zugehen. Mal war es China, mal war es Russland. Oft auch wurden beide gegeneinander ausgespielt. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion fällt ein Großteil der Unterstützung von außen weg. Die Folge? Das Land wird in den 90er Jahren von einer beispiellosen Hungersnot heimgesucht. Nordkorea ist auf internationale Unterstützung angewiesen. Das Regime öffnet widerwillig seine Grenzen. Verteilen lässt man die Hilfsmittel aber vor allem durch Nordkoreaner.
Das Regime will den direkten Kontakt der Bevölkerung zu Ausländern verhindern. Was den Nordkoreanern immer die meiste Angst eingejagt hat, war der Fall der Berliner Mauer. Nordkorea hat immer an der DDR sozusagen Benchmarking gemacht. Und man weiß, dass die Ostpolitik des Westens im Grunde genommen auf die Unterwanderung und Zersetzung des Ostblocks hinausgelaufen ist. Also wenn die Amerikaner und Südkoreaner sagen immer, ihr müsst das Land aufmachen, wissen die Nordkoreaner, dass das gerade der Weg zum Schicksal der DDR ist. Und das ist es, wovor die Nordkoreaner Angst haben. Im Kleinen passiert das gerade am Yalu, dem langen Grenzfluss zu China. Auf illegalen Pfaden bahnt sich die Außenwelt einen Weg zu den Menschen in Nordkorea. Menschen in den Grenzregionen zwischen China und Nordkorea haben ihre eigenen Geschäftsmodelle entwickelt. Zum Beispiel das Schmuggeln von Gütern von und nach China. Vor allem Musik-CDs und USB-Sticks mit südkoreanischen Filmen und TV-Serien sind in Nordkorea extrem gefragt. Das ist eine riesige Revolution. Das wird einmal der Hauptgrund für den Zusammenbruch des Regimes sein. Die Menschen in Nordkorea schauen diese Serien und werden geradezu abhängig davon. Das Regime weiß, dass diese Medieninhalte seine Machtposition schwächen. Kim Jong-un tut alles, den unkontrollierten Informationsfluss ins und aus dem Land zu unterbinden. Hat deshalb die Überwachung der Grenze zu China drastisch verschärft. Ich glaube, dass Kim Jong-un wie auch Vater und Großvater relativ rational handeln, in dem Sinne, dass sie wissen, dass sie ein kleines Land sind und dass sie nur isoliert weiter existieren. Sieben Säulen der Macht. Der Diktator. Die Bombe. Die Armee der Millionen. Schmutziges Geld. Die Propaganda. Terror und geheime Lager. Die Isolation. Wenn eine dieser Säulen ins Wanken gerät, wankt Kim Jong-un. Was kann das Regime zum Einsturz bringen? Ein Regimewechsel von innen heraus ist sehr unwahrscheinlich. Es gibt keine Oppositionspartei, es gibt keinen Widerstand, die Bevölkerung wird im Zaume gehalten. Das Regime in Nordkorea wäre dann vital gefährdet, so würde ich meinen, wenn es zulassen würde, dass mehr Freiheiten ins Land kommen, mehr Kommunikation ins Land kommt. Hyun Seo Lee glaubt fest an die Veränderung durch Informationen von außen. Die Geschichte hat bewiesen, kein Diktator überlebt für immer. Keine Tyrannei kann ewig bestehen. Für mich ist das wie mit Wasser. Wasser beginnt erst leicht zu köcheln und bei 100 Grad kocht es über. Nordkorea hat angefangen zu köcheln. Die Frage ist, wann werden wir bei 100 Grad sein? Noch wirkt das Regime stabil. Aber trotz aller Tricks bei der Geldbeschaffung scheint es eng zu werden für Kim Jong-un. Man sieht jetzt schon, dass Nordkorea merkt, dass die Sanktionen zu massiven Beeinträchtigungen führen, dass Nordkorea seine Politik ändern muss. Wie weit, ist natürlich die große Frage. Um Kim Jong-un wird es mit jeder Provokation einsamer. Sogar China ist nicht mehr bereit, das Regime unter allen Umständen zu stützen. Wir sehen, dass die chinesische Regierung und chinesische Geschäftsleute die Sanktionen jetzt ernster nehmen. Sie schicken nordkoreanische Arbeiter nach Hause und schließen gemeinsame Unternehmen. Ich denke, spätestens in 2 Jahren wird Nordkorea in großen Schwierigkeiten sein. Nordkoreas Zukunft hängt vor allem von Kim Jong-un ab und wie lange er das Spiel zwischen Drohungen und Friedensangeboten noch spielen will.